Die Nocturnen Opus 9 von Frédéric Chopin sind das beste Beispiel des Belcanto am Klavier. Das Singen am Klavier war für Chopin das Wichtigste. Er empfahl, den italienischen Belcanto-Gesang zu hören. Die wichtigsten Vertreter dieser Schule waren Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti. Für Chopin der Gesangsstil von Giuditta Pasta, Mezzosopranistin, Opernsängerin, und Giovanni Battista Rubini, Tenor, war ein Vorbild für seine Musik und Pädagogik. Das Nocturne b-Moll Opus 9 ist ein Lied am Klavier, mit der rechten Hand als Sängerin und der linken Hand als Begleitung. Die sogenannte Begleitung ist bei Chopin aber auch eine wunderschöne Melodie, die unabhängig von der rechten Hand lebt. Man muss die Stimme der linken Hand gut beherrschen, um der rechten Hand den freien Gesang zu ermöglichen. Es ist ziemlich anstrengend zu spielen, weil es nicht in einer Position liegt. Deswegen könnte man es zuerst auf 2 Hände aufteilen. Zum Beispiel 3 Töne in die linke Hand und 3 Töne in die rechte Hand. Oder 2 Töne in die linke Hand und 4 Töne in die rechte Hand. Danach üben wir es mit der linken Hand allein. Chopin sagte, bitte streichle die Taste, verwunde sie nicht. Dazu brauchen wir eine kreisende Bewegung des Handgelenks. Die ganze Hand führt die Finger. Solche Bewegung finden wir natürlich in der ersten Etüde Opus 25 von Chopin. Im mittleren Teil des Nocturnes Opus 9, b-Moll, haben wir sottovoce und bei manchen Phrasen die Dynamik piano pianissimo. Umso schwieriger es ist dann, die linke Hand richtig zu spielen. Es ist etwas problematisch, das auf dem modernen Flügel zu spielen. Man muss verstehen, dass Chopin seine Musik für einen Pleyel- oder Erard-Flügel komponiert hat. Auf solchen historischen Instrumenten klingt das Bassregister sehr transparent und eigentlich leicht. Die Pedalisierung wurde von Chopin nicht für das moderne Instrument geschrieben. Wir müssen also auf dem modernen Flügel das durch eine richtige Artikulation und Pedal anpassen. Dafür nötig ist, die linke Hand etwas poco legato, also weniger legato, zu spielen. So klingt das ohne Pedal und mit dem Pedal. Man drückt das Pedal nicht zu tief. Sonst, wenn man zu legato diese Stimme spielt und zu viel Pedal nimmt, wird das zu laut klingen. Das Legato ist eigentlich
die Hauptsache des Belcanto. Chopin hat in den Skizzen zu seiner Methode geschrieben, dass wir in der Musik lange und kurze Töne haben und die alle müssen wir am Klavier singen können. Chopin sagte zu seinen Schülern, das Handgelenk, das Atmen beim Gesang. Man muss also mit dem Handgelenk Luft holen, um mit den Fingern singen zu können. Wie schafft man es, das Legato zu gestalten? Wir haben verschiedene Legatoarten. Am Anfang haben wir im Auftakt Achteln, also kurze Töne. Dafür konnte man eine Übung von Czerny verwenden. Man spielt den ersten Ton, danach den zweiten, wobei der erste noch für einen Moment bleibt. Dann folgt den dritten Ton. Dadurch übt man eine gute Verbindung zwischen den Tönen. Es geht also um das Fingerlegato. Im ersten Takt haben wir 3 Viertelnoten. Die spielt man technisch non-legato. Wir verbinden aber diese Noten durch das Pedal und mit unserem Gehör. Je nach Fingersatz wird das auch unterschiedlich klingen. Danach folgt eine vokale improvisierte Fioritur. Fioritur, verzierter Gesang, war auch ein Element des Belcanto. Man muss es wirklich mit großer Mühe phrasieren, intonieren, alle Intervalle zuhören. Wir haben zuerst Sekunden, dann eine große Terz, Sekunden, kleine Terz, große Sekunde und große Sekunde. Und danach in dem dritten Takt verbinden wir den Gesang mit einer Deklamation, dadurch, dass Chopin die chromatische Linie mit Non-Legato bezeichnet hat. Im mittleren Teil haben wir eine Melodie mit Oktaven geführt, ohne Ornamentik. Dafür braucht man außer Fingeraktivität auch eine horizontale Führung der Hand. Das Nocturne S-Dur Opus 9 hat einen optimistischen Saloncharakter. Nein. Chopin würde sagen, der Ton darf nicht bellen. Das sind die Wörter von Chopin. Facilement, locker. Lass deine Hände locker fallen. Die Hand soll weich fallen. Dieses Nocturne beginnt mit einem Auftakt und einem vokalen Sprung von B auf G. Eine Sopranistin könnte an dieser Stelle die Portamento-Technik verwenden. Das Portamento ist eine Technik des Belcanto. Es geht darum, dass man 2 aufeinanderfolgende Noten in der Melodie
durch ein kurzes Glissando miteinander verbindet. Wir haben in diesem Nocturne viele solche Figuren. Zum Beispiel und oder oder die Begleitung der linken Hand hat ganz einen anderen Charakter als im Nocturne b-Moll. Der Charakter ist eher tänzerisch und hat eine Verbindung vielleicht mit einem Walzer oder mit einer Mazurka. Das Nocturne S-Dur Opus 9 endet mit einer plötzlichen Explosion des romantischen Ausdruckes und einer Ergänzung in S-Dur. Sie konnten Interpretationen dieser beiden Nocturne Opus 9 von Frédéric Chopin von meinem Studenten Thomas Ritter hören, dem Gewinner des ersten Chopin-Klavierwettbewerbs auf historischen Flügen in Warschau. Die Noten wurden von der PWM Edition herausgegeben. PWM Edition ist der älteste polnische Verlag, der die wichtigsten polnischen Komponisten herausgibt. Dazu gehören Chopin, Wieniawski, Szymanowski, Bacewicz sowie Lehrbücher und das pädagogische Repertoire.